Hallo Freunde der Füße, wir sind offiziell immer. Ja gut, viele von euch wissen ja, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Erkrankungen gekommen sind, wo man uns weiß gemacht worden ist, dass die alle uns töten und dass wir schon 50 Mal gestorben sind. Aber jetzt sind wir wirklich immer. Warum? Naja, ihr kennt ja die Resistenzen von Bakterien und von Viren. Und jetzt hat auch noch das lahmste Lebewesen, ist es ein Lebewesen? Es gehört jetzt zu einer eigenen Kategorie, begonnen Resistenzen auszubilden. Die Pilze. Natürlich geht es bei mir um Fußpilz. Der Fußpilz Trichophyton rubrum hat eine Resistenz gegen das Terpanifin ausgebildet. Es ist also nur mal eine Frage der Zeit, bis dass die ganzen herkömmlichen Nagelpilzmittel nicht mehr funktionieren. Deswegen müssen wir Podologen ja immer auf der Suche sein, dass wir neue Mittel uns suchen und auch die Behandlungsmethoden verschnellern. Die Nagelpilzbehandlung dauert ja immer sehr lange, meistens so ein Jahr oder manchmal sogar länger, je nachdem wie weit er in der Nagelplatte drinnen ist und wie resistent er ist. Dadurch, dass das Ganze ja so langwierig ist, war es eigentlich nur mal eine Frage der Zeit, bis dass die Pilze auch Resistenzen ausbilden. Denn umso länger ein Organismus einem bestimmten Mittel ausgesetzt ist, umso mehr gewöhnt er sich dran. Euch Kollegen wird bestimmt schon aufgefallen sein, dass so manche Nagelpilze, dass die gar nicht so einfach zu therapieren sind. Egal was man macht, ob man Lacke nimmt, ob man Cremes nimmt, ob man irgendwelche Serums nimmt oder sonst irgendwelche Naturmittel. Manche Nagelpilze lassen sich einfach nicht bekämpfen. Wir müssen natürlich jetzt gucken, was machen wir als nächstes. Gibt es schärfere Mittel, gibt es andere Mittel, gibt es Alternativen, die den Pilz trotzdem effektiv bekämpfen können. Ich habe eine Firma letztes Jahr kennengelernt und die haben mir angeboten, ich soll doch mal ihr Produkt testen. Sie hätten das in Studien alles getestet und wunderbare Ergebnisse gehabt. Das Mittel heißt Evolsin Nagelpilzfluid mit den Inhaltsstoffen Eukalyptusöl, Lavendelöl, Bitterorange, Biotin und ISK 1320. Dieses ISK 1320 ist in ganz vielen Nagelpilzmitteln drinnen, weil es eine leichte saure Schicht über den Nagel zieht. Nun, wer meinen Kanal ja schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich nicht so immer ganz der Überzeugungen bin von irgendwelchen Statistiken und Studien, denn alle Mediziner wissen es ja, glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Somit habe ich dieses Mittel ausprobiert, jetzt mal für ein halbes Jahr. Ja, ich weiß, für Nagelpilz ist es sehr kurz, diese Anwendungszeit, denn wie vorhin erwähnt, dauert es ja fast ein Jahr. Und wir gucken uns jetzt einmal die ganzen Nägel an, wie sie vorher ausgesehen haben, wie es abgeschliffen war und wie es dann mit der Zeit geworden sind. Bei Patient Nummer 1 haben wir den Befall eines Kleinzehs. Ich habe bei jedem Termin den Nagel abgeschliffen, also links ist ohne Abschleifen, rechts ist abgeschliffen und der Patient war auch sehr eisern und hat das Mittel zweimal täglich aufgetragen. Aber ihr seht schon an der Bilderfolge, es wächst raus und nach dem Abschleifen sieht es wieder nicht so gut aus und dann wächst er wieder ein bisschen raus. Also der lässt sich etwas bitten. Hier ist der nächste Nagel am selben Patienten, und zwar der Großzehennagel. Hier nach dem Abschleifen sieht er einigermaßen gut aus. Im Verlauf sieht man auch hier immer wieder, dass der Nagel schön rauswächst und nach dem Abschleifen sieht er halt nicht mehr so schön aus. Und dann wächst er wieder schön raus. Also hier habe ich vergessen, vor dem Abschleifen ein Bild zu machen. Aber er wächst schön raus. Hier haben wir einen kleinen Rückschlag erlitten, und zwar hat sich die Dame einen Hautpilz mit eingefangen. Der hat leider den Nagelpilz wieder verschlechtert. Der Hautpilz wurde behandelt und somit ist das letzte Bild hier wieder etwas besser geworden.
Bei Patient Nummer 2 sind wir schon sehr lange dran, diesen Nagelpilz zu behandeln. Wir haben schon etliches ausprobiert von Lacken und Cremes und Abschleifen und irgendwann war es der Patient mal leid und hat dann jahrelang nichts mehr gemacht. Jetzt habe ich ihn mit diesem Mittel nochmal überzeugen können, etwas an seinem Nagel zu machen. Leider mit mäßigem Erfolg. Wenn er kommt, jedes Mal haben wir leider so einen gelben Splint immer wieder drin, den schleife ich raus, er behandelt weiter, wir gucken mal, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Patient Nummer 3 ist ein Schlaganfallpatient. Dieser Patient sitzt die meiste Zeit im Rollstuhl und kann nur ein paar Schritte laufen. Ihr seht, vom Verlauf her ist dieses eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Auch der andere große Zeh war betroffen, ebenfalls selbe Vorgehensweise. Abschleifen, Patient hat fleißig gepinselt und es ist auch wunderbar rausgewachsen. Trotzdem habe ich dem Patienten geraten, dass er die Behandlung noch mindestens ein halbes Jahr weiterführt. Bei Patient Nummer 4 haben wir eine sehr gelöste Nagelplatte. Die habe ich natürlich alles entfernt und hier sieht man auch, wie krümelig das darunter aussieht. Nachdem das alles ordentlich weggeschliffen wurde, ist von dem Nagel nicht viel übergeblieben. 3 Monate später sieht der Nagel schon sehr gut aus. Die 4 Patienten, die ich hier für das Video ausgewählt habe, sind nur ein paar Patienten. Ich habe bei meiner Beobachtung ungefähr 20 Nagelpilzpatienten gehabt. Das Mittel ist kein Wundermittel. Ihr habt gesehen, manche Patienten haben damit Erfolg, manche haben nicht so großen Erfolg. Was man aber durchweg sagen kann, ist, dass die Nagelplatte sich bei allen Patienten verbessert hat. Es kommt auch ganz oft darauf an, wie oft der Patient das Mittel aufträgt. Denn wenn er es brav 2-mal täglich macht und nicht schlurrt, ist die Erfolgsrate viel höher. Was ist aber wichtig, was man vor den Behandlungen machen sollte? Eine Diagnostik natürlich. Die Diagnostik kann man jetzt beim Arzt machen lassen, also Hausarzt, Hautarzt. Und mittlerweile gibt es auch schon Online-Anbieter. Es gibt ja 2 verschiedene Arten von Tests. Einmal den Test, wo man das Material auf so eine Ackerplatte macht, das Ganze bebrütet und dann nach etlichen Wochen mal guckt, ob was wächst. Das Problem bei diesen Tests ist, die sind meist zu 50% falsch negativ. Seit Corona gibt es ja auch den PCR-Test. Der PCR-Test ist ja der DNA-Nachweis und das ist um einiges sicherer. Hier oben ist ein Link zu Nailvision. Das ist ein Online-Anbieter, der Diagnosen aufgrund von Bildern stellt, natürlich von einem Hautarzt. Ihr könnt auch dort die Tests bestellen, die werden dann in ein zertifiziertes Labor geschickt und ihr bekommt dann das Ergebnis. Danach kann man die dementsprechende Nagelpilztherapie beginnen, wenn es ein Nagelpilz ist. Denn wenn sich das Ganze nicht therapieren lässt, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob es eine Hauterkrankung ist oder irgendein Trauma der Nagelwurzel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben hier. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Hier geht es gleich weiter zum nächsten interessanten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss!